Ich habe keine Ahnung, wie ich Hallo sagen soll. Einfach Hallo. Hallo meine Lieben. Hallo zusammen. Wie sagen deutsche YouTuber Hallo? Wir sagen jetzt einfach Hallo meine Lieben. Und dabei bleibt es einfach. Herzlich willkommen zu diesem Vlog auf Deutsch. Es kann ja nur chaotisch werden. Deutsch ist meine Muttersprache und ich mache momentan ein Auslandsjahr an der Uni Regensburg in Bayern. Aber ich bin im schönen Stuttgart bei mir zu Hause, denn ich habe sowieso nur Online-Unterricht. Und ja, ich dachte mir, ein Video kommt mal von mir auf Deutsch. Ihr könnt natürlich die englischen Untertitel anmachen, aber im Video selbst werde ich nur Deutsch sprechen. Und ja, kommen wir mal zum Tagesplan. Es ist Donnerstag und das bedeutet, es ist ein langer Tag für mich. Ich habe bis um 9 Uhr abends Unterricht. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich heute so geplant habe. Kurzes Outfit of the Day. Heute ist ein pinker Tag. Und ja, kommen wir mal zu meinem Tagesplan. So sieht mein Kalender für diese Woche aus. Spaßig. Und das ist für heute. Also ich habe eine Live Study with Me Session. Das sind 3 Stunden. Und dann habe ich heute Nachmittag Unterricht, einmal über die Europäische Menschenrechtskonvention, dann habe ich eine Konversationsübung im Völkerrecht. Konversationsübungen kann man sich vorstellen wie so Seminare quasi. Wir sind, glaube ich, so 10 Leute. Und dann habe ich noch meinen Englischkurs. Und ja, das ist der Plan für den Tag. Erstmal die 3 Stunden, jetzt ist es kurz nach 7. Das heißt, ich werde jetzt noch den Livestream so machen, dass man den schon sehen kann. Und dass sich die Leute quasi dafür einen Reminder stellen können auf YouTube. Und dann in einer Stunde geht's los. 5 minutes later. Und der Stream ist fertig, das heißt, ich muss nachher nur noch hier auf Go Live klicken und dann bin ich live auf YouTube und kann meine Study with Me Session machen. Und mein Handy ist einfach immer auf diesem kleinen Stativ hier an meinem Schreibtisch und so streame ich meine Study with Me Sessions. Und der Plan für jetzt ist, ich werde einmal kurz über meinen Discord drüber schauen. Discord ist quasi ein riesen Chatroom und also man kann sich da so einen Server erstellen, dann hat man halt so einen eigenen Chatroom quasi. Ein eigenes Chatroom, eigenen Chatroom. Ich habe keine Ahnung. Ein eigener Chatroom? Nee, das klingt ganz falsch. Man hat einfach einen Chatroom. Bleiben wir dabei. Und momentan ist es noch nicht offen. Also momentan sind nur meine Moderatoren drin. Das sind die Leute, die etwas mehr Macht haben. Das bedeutet, wenn sich da jemand nicht benimmt oder so, können die zum Beispiel Nachrichten löschen und im Ernstfall auch jemanden von dem Server verbannen. Ich hoffe, dass sie diese Macht niemals benutzen werden müssen, aber sie sind da, just in case. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann wird der Server schon öffentlich sein, also ihr könnt dann auch beitreten. Der Link ist in der Infobox, falls ihr dazukommen wollt. Und ich werde jetzt nochmal kurz über die Nachrichten von den Moderatoren drüber gehen. Die haben alle etwas mehr Erfahrung mit Discord als ich und geben mir richtig nette Tipps, was wir noch alles verbessern können, bevor ich den Link mit euch allen teile. Und da gehe ich jetzt einmal kurz drüber und ja, dann schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen Zeit heute habe, bevor die Study with Me Session beginnt. Ich bin da einmal über die Nachrichten von meinen Moderatoren gegangen, die sind alle super lieb und ich bin so dankbar für dieses Team. Und wenn ihr dem Server beitretet, könnt ihr natürlich auch Feedback im Feedback-Channel geben, falls es was gibt, was ihr im Server vermisst oder was ihr gerne anders hättet. Ich bin jetzt einmal kurz über die Nachrichten von meinen Moderatoren gegangen. Und es sieht wohl so aus, dass ich mich mit Bots beschäftigen muss. Das sind so automatisierte Dinge, die man auf seinem Server laufen lassen kann, die ein bisschen Arbeit abnehmen können. Aber man muss das halt alles einstellen. Und ich bin momentan noch sehr verwirrt. Ich meine, für jemanden, der mal den Apple Support angerufen hat, weil sie dachte, dass ihr Laptop kaputt ist, weil er nicht mehr anging, aber sie ihn einfach nur nicht geladen hatte, muss ich sagen, sind das schon große Schritte. Aber es wird. Und ich freue mich sehr drauf, dass ihr bald auch dem Server beitreten könnt, wenn ihr möchtet. Ich glaube, es wird ganz cool. Also hoffentlich. So sieht es momentan im Server aus. Es gibt so einen generellen Chat, also da kann man sich einfach über alles unterhalten. Dann ein Buchclub, und zwar werden wir da immer ein Buch bestimmen und dann wird es auch so ein Live-Meeting geben, wo wir uns halt eben über das Buch unterhalten. Und vielleicht wird es auch mal Präsentationen über juristische Themen von mir geben oder über andere coole Themen von euch. Ich würde mich voll freuen, wenn da Leute mitmachen würden. Und ja, sonst kann man ja auch noch andere Sachen hier hinzufügen. Aber so sieht es momentan aus. Und ja, genau, ich werde jetzt noch ein bisschen daran arbeiten über den Tag und mal ein bisschen mich schlau machen mit diesen Bots, ob ich das hinbekomme. Wir werden sehen. Ich meine, ihr werdet es auch sehen, falls ihr dem Server beitretet. Und ja, genau, falls es euch interessiert, der Link wird in der Infobox sein.
Und jetzt habe ich aber noch so ungefähr eine halbe Stunde und die werde ich nutzen, um noch ein bisschen in meinem Buch zu lesen. Ich suchte nämlich gerade diese Serie durch. Das ist das zweite Buch. Das erste Buch heißt A Court of Thorns and Roses. Ich werde das auch in der Infobox verlinken, falls jemand interessiert, und ich kann es so empfehlen. Es ist eine Fantasy-Serie und oh mein Gott, ich habe das erste Buch so schnell durchgesuchtet und mir sofort den Rest der Bücher bestellt. Und genau, ich werde jetzt noch ein bisschen hierin lesen und dann ist es Zeit für meine Study with me Session. Zum Lesen habe ich mich erstmal aufs Bett gesetzt. Das Buch spielt in einer Fantasiewelt, wo es Elfen gibt, die aber von den Menschen getrennt leben, und die Menschen sind eigentlich der Überzeugung, dass die Elfen ziemlich böse sind. Aber die Protagonistin, welcher ein Mensch ist, endet dann irgendwie in der Elfenwelt und es ist eben alles anders, als es am Anfang eben schien. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist natürlich schon Band 2. Ich habe Band 1 in der Infobox unten verlinkt, für jeden, den es interessiert. Und dann habe ich nochmal kurz meine Wasserflasche aufgefüllt, denn man muss auch trinken beim Lernen. Der Livestream war schon aufgesetzt, das heißt, ich muss dann nur noch auf Go Live klicken und dann beginnt die Live-Session. Und ja, dann war es auch schon Zeit zum Lernen. 3 hours later. And this is what my desk looks like after a study session. It's pretty messy. So I was working on a moot court preparation. Mooting is basically where law students pretend to already be lawyers and we have to write memoranda, which is basically what we argue, and then we're going to have to present that. And for these oral presentations, I write my notes on paper. These are just practice notes that are probably going to change until we have to present, because we are doing practice rounds, obviously, you know, with our team, and then we're going to see whether these are correct, whether something is missing and stuff. I always also have the facts of the case here, and also the memoranda, once again, in a digital format because it's easier to search for words there. And yeah, that's what that looks like. But I did finish all of my notes, which is great. So it's 5 pages, which is not bad. And I have to speak for, I think, about 15 minutes. So I'm hoping that this is going to work out well. But yeah, this is actually more than I expected to finish. I thought I would have to work now on this, but since I don't, I think I might go back to reading my book. What a surprise. I am so addicted to this series. I've only started it like a few days ago, and let's just say I haven't had that much sleep since then because I've been reading. And honestly, worth it. Very much so. I just did this entire thing in English. Literally 2 seconds before I turned on the camera, I was like, speak German. What did I do? English. Sorry. Deutsch. Meine Muttersprache. Es ist irgendwie so natürlich für mich, dass ich einfach Englisch spreche, weil ich immer, wenn ich die Kamera in der Hand habe, halt mit euch auf Englisch rede. Also jetzt nochmal zurück zum Thema. Ich werde jetzt ein bisschen in meinem Buch lesen. Und bevor mich hier jetzt irgendjemand dafür hatet, ja, ich falte meine Seiten. Und nein, es tut mir auch nicht leid, okay? Da gibt es auch dieses Lied, Tut mir nicht leid, von Loredana. Ist das von Loredana? Ja. Da ich ja jetzt einen deutschen Vlog mache, kann ich jetzt auch endlich mal mein ganzes Deutsch-Rap-Wissen raushauen. Also hier ist meine schöne gefaltete Seite. Und ja, kann ich das Buch heute fertig lesen? Vielleicht. Wir sind ambitioniert, okay? Hätte ich mal so viel Ambition in meinem Jurastudium, wie wenn ich so eine spannende Serie lese. Wow. 1-0 in allen Fächern. Safe. Aber ja, gut. Wenigstens lese ich dafür spannende Sachen. Und dann habe ich mich erstmal einfach eine Weile hingesetzt und gelesen. Ich finde das Buch einfach super spannend. Vom Genre her würde ich es bei Fantasy und YA Romance einordnen. Ich finde, die Geschichte ist einfach sehr, sehr gut geschrieben und es fügt sich alles und es ist durchgehend spannend und man will halt einfach wissen, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich mich erstmal eine Weile hingesetzt und einfach nur gelesen. Und man sieht auch, ich bin dann schon um einiges weitergekommen in dem Buch. Mal schauen, ob ich den Rest davon heute noch schaffe. Aber da musste ich erstmal nach oben in die Küche, denn ich hatte dann echt Hunger. Ich bin einfach in unseren Kühlschrank gegangen. Wir haben nämlich meistens so Nudelsalat da drin stehen, den man sich einfach nehmen kann. Und das habe ich mir dann auch einfach genommen und gegessen. Und danach war es Zeit, um meinen Schreibtisch aufzuräumen. Denn all die Sachen vom Mooting lagen da noch rum.
Also erstmal Schreibtisch aufräumen und dann konnte ich mich mit dem nächsten Punkt auf meiner To-Do-Liste beschäftigen. Es ist jetzt 2:30 und ab 3 habe ich Unterricht. Ich habe zuerst meinen Kurs über die Europäische Menschenrechtskonvention und danach habe ich eine Konversationsübung im Völkerrecht. Und es ist so, der Kurs über die Europäische Menschenrechtskonvention ist online, also da ist alles quasi runtergeschrieben auf unserer Online-Plattform und man klickt sich da halt durch. Es gibt so Kontrollfragen zwischendurch. Und ich mag es ehrlich gesagt sehr, weil man kann halt alles in der Zeit machen, die man braucht und man ist nicht so gestresst wie in der Vorlesung. Und man macht dann halt einfach seine Notizen, während man sich da durchklickt. Und ich werde jetzt nochmal kurz über meine gehen von der letzten Einheit, die wir gemacht haben. Denn es ist so, wir treffen uns immer mit unserem Professor über Zoom und besprechen dann eben eine Anwendungsaufgabe zu dem Artikel von der Menschenrechtskonvention, den wir als letztes besprochen haben. Deswegen habe ich auch schon meinen Gesetzestext hier. Also hier ist einfach die Europäische Menschenrechtskonvention nochmal abgedruckt und noch ein paar andere völkerrechtliche Verträge. Aber wir beschäftigen uns eigentlich nur mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und genau, das muss man halt eigentlich immer dabei haben, wenn man irgendwie so Anwendungssachen oder so macht, weil dann kann man halt nachgucken, was ist der genaue Wortlaut und so. Und dann habe ich noch meine Konversationsübung im Völkerrecht. Die ist auf Deutsch, der andere Kurs ist auf Englisch. Und es ist so, dass das Ziel da eigentlich nur ist, dass man lernt, über Völkerrecht auf Deutsch zu reden. Weil die Kurse dazu an meiner Austauschuni auf Englisch sind. Und da lernt man nichts Neues in dem Sinne, sondern man bekommt nur so Anwendungsaufgaben. Man kennt schon das Recht, was man dafür eben wissen muss. Und das Ziel ist dann nur, das eben mal auf Deutsch zu lösen. Und es fällt mir ehrlich gesagt schwerer, als ich gedacht hätte, aber es ist sehr, sehr interessant. Schwerer im Sinne halt von der Sprache, weil ich eben alle diese Fachbegriffe immer nur auf Englisch gelernt habe. Aber es ist richtig cool, halt auch mal das Wissen so auf ganz verschiedene Fälle anzuwenden und es macht mir sehr viel Spaß. Und genau, das ist der Plan jetzt. Ich werde mich jetzt nochmal kurz an meine Notizen hier setzen und einfach nochmal drüber gehen. Und dann ist es auch schon Zeit für den Unterricht. Zum Unterrichtsbeginn habe ich mir erstmal mein Handy geschnappt und das bei mir in den Nachttisch gelegt. Ich finde es mega einfach, beim Online-Unterricht abgelenkt zu werden, aber wenn man das Handy jetzt gar nicht am Schreibtisch hat, dann hilft das wirklich ungemein. Und dann hatte ich zuerst meinen Unterricht zur Europäischen Menschenrechtskonvention und danach meine Konversationsübung im Völkerrecht. Beide Kurse machen mir wirklich ungemein viel Spaß. Und ich finde es einfach super cool, dass ich die machen kann an meiner Austauschuni. Und danach wollte ich mir was Bequemeres anziehen. Also tschüss zu dem pinken Outfit und hallo Leggings und einfach ein bequemes Shirt. Und ich habe jetzt erstmal eine Stunde Pause und dann geht es für mich weiter. Es ist jetzt 17 Uhr und um 18 Uhr fängt mein Englischkurs an und der geht dann bis 21:15 Uhr. Donnerstags ist mein längster Tag vom Stundenplan her. Ich finde es auch ziemlich anstrengend, noch so spät abends Unterricht zu haben, weil ich einfach jemand bin, der morgens wesentlich besser lernt. Und ich merke halt einfach, dass ich dann müde werde. Aber ansonsten ist es eigentlich voll okay und ich kann mich echt nicht über meinen Stundenplan beschweren, weil ich habe montags und freitags einfach komplett frei und das ist echt ziemlich cool. Und der Plan jetzt ist, ich werde jetzt nochmal kurz über meine Notizen von den 2 Unterrichtseinheiten gehen. Ich habe einfach meinen Laptop mir hier mit aufs Bett genommen. Und was ich da mache ist, ich gehe immer noch mal kurz drüber, schaue, ob ich mich irgendwie verschrieben habe oder andere kleine Fehler eingebaut habe, weil jetzt weiß ich halt noch genau, was ich damit sagen wollte und wenn ich da ein paar Wochen drüber schaue, dann habe ich vielleicht keine Ahnung mehr und manchmal füge ich noch so kleine Überschriften ein, damit es eben ein bisschen übersichtlicher wird. Ich denke, es wird so 10-15 Minuten dauern und dann werde ich vermutlich noch ein bisschen in dem Buch hier weiterlesen, weil ich einfach sehr neugierig bin. Ich bin jetzt momentan auf Seite 543 und ich glaube, das Buch hat so um die 620 Seiten. Kann ich das heute noch schaffen? Vielleicht. Wir werden es sehen. 1 hour later. In 5 Minuten geht mein Englischunterricht los. Ich habe mir noch einen kleinen Snack geholt, falls ich während dem Unterricht Hunger kriege. Und nochmal meine Wasserflasche aufgefüllt, weil man muss genug trinken. Und ich bin da richtig schlecht drin, ich vergesse es ständig. Aber ich finde es richtig hilfreich, wenn man sich einfach so eine Flasche hinstellt, weil das ist so wie Snacks. Wenn die da liegen, dann isst man die auch. Und mit dem Wassertrinken funktioniert das bei mir im Moment ziemlich gut. Aber mal gucken, sonst bin ich nämlich ziemlich schlecht darin. Und Leseupdate, ich bin auf Seite 573, glaube ich. Also ich glaube, es wird halt noch was mit dem Ende des Buchs. Was, glaube ich, auch ganz gut ist, dann kann ich mich morgen nochmal ziemlich auf meinen Discord-Server fokussieren in meiner freien Zeit und mal gucken, ob ich das mit den Bots hinbekomme. Aber ja, jetzt ist erstmal Zeit für Englisch. In meinem Englischunterricht müssen wir alle eine Präsentation halten und ich mache mir eben immer Notizen zu dem Thema. Nach der ersten Präsentation hatten wir eine kurze Pause und hier bin ich, wie ich ganz schnell nach oben renne mit meinem Laptop, damit ich nicht verpasse, wann es wieder losgeht und nicht zu spät komme. Ich habe mir schnell was zu essen genommen und danach hatten wir noch 2 weitere Präsentationen. Wir dürfen uns die Themen selber aussuchen. Ich habe meine Präsentation zum Glück schon hinter mir, aber es sind wirklich coole Themen dabei gewesen und es gibt auch immer Gruppendiskussionen dazu und jeder in dem Kurs macht mit, was einfach super ist.
Und ich habe es geschafft. Es ist 8:45 und mein Englischkurs ist vorbei und damit ist der ganze Unterricht für heute abgeschlossen. Ich bin ziemlich fertig, weil Donnerstage sind einfach sehr anstrengend für mich wegen dem ganzen Unterricht und weil es halt so lange geht. Aber ja, immerhin, das ist geschafft. Jetzt der Plan für den Rest des Abends. Einmal ein bisschen weiter in meinem Buch lesen. Nein, ich bin immer noch nicht gesponsert, aber ich bin neugierig. Ich will wissen, wie es endet, okay? Deswegen hoffe ich, dass ich es noch irgendwie schaffe, das heute noch fertig zu lesen, aber ich will jetzt auch nicht so lange aufbleiben. Also mal gucken. Aber das andere, und das mache ich zuerst, ist, ich muss meine Haare waschen. Heute ist eigentlich nicht Haarwaschtag. Ich weiß nicht, ob andere Leute das machen, aber ich plane immer, wann ich meine Haare wasche. Weil früher habe ich die einfach jeden Tag gewaschen und das war wirklich nicht gut. Also die sind einfach mega schnell fertig geworden, weil sie sich, glaube ich, so dran gewöhnt haben oder so. Und jetzt mittlerweile so alle 2 bis 3 Tage. Aber am zweiten Tag sehen meine Locken halt nicht so schön aus. Aber morgen mache ich Passbilder. Und auf meinem neuen Pass möchte ich hübsch aussehen. Okay? Und deswegen ist heute ein erneuter Haarwaschtag. Sorry, liebe Locken, aber ihr müsst morgen einfach gut aussehen und am zweiten Tag nach dem Haarewaschen tut ihr es leider nicht. Fangt jetzt schon an, meinen Haaren zu reden? Ja, alles klar. Es ist zu spät für mich. Also, wir sehen uns, wenn ich meine Haare gewaschen habe. Und ich bin wieder da, die Haare sind gewaschen und das Buch ist fertig gelesen. Und es hat mir rein gar nichts gebracht, es noch heute Abend zu beenden, denn es hat einen Cliffhanger. Und ja, zum Glück habe ich Buch 3 gleich hier. Ich hoffe, ich werde keine Augenringe des Todes auf meinem Passbild haben. Sollte ich dieses Buch heute Abend noch anfangen? Nein. Werde ich die gute Entscheidung treffen, es heute Abend nicht anzufangen? Hoffen wir einfach mal, okay? Hoffen wir einfach mal. Die Serie ist einfach so gut. Also wisst ihr das, wenn man einfach sowas findet, auch manchmal so mit TV-Serien, wo man die dann einfach so durchsuchten will. Und bei mir ist es manchmal so mit Buchserien, wenn die einfach so richtig gut ist, dann ja, das ist halt so. Das ist wie Binge-Watching auf Netflix, nur eben mit Lesen. Auf jeden Fall, wir werden sehen. Aber zum Glück habe ich meine Haare schon mal gewaschen. Und der Plan jetzt ist, ich werde jetzt noch ein bisschen kurz was essen, weil die Nudeln so in der Mitte vom Unterricht waren, glaube ich, nicht genug. Und dann gehe ich ins Bett und lese vielleicht noch ein bisschen in meinem Buch. Genau, und dann sehen wir uns morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, um meine Passbilder machen zu lassen. Ab 7:30 Uhr hat bei uns der DM offen, wo man die eben machen lassen kann. Ich finde, meine Locken sind auch ganz nett rausgekommen, nachdem ich sie jetzt gestern nochmal gewaschen habe. Und ja, ich hoffe einfach, dass meine Passbilder halbwegs okay aussehen werden. Und ja, ich habe das Buch gestern noch angefangen. Ich bin aber erst bei Kapitel 2, weil ich war dann irgendwann auch echt zu müde. Aber ich bin froh, dass ich Band 3 habe, weil der Cliffhanger von Band 2... Nee, also da wäre ich jetzt zu neugierig gewesen. Deswegen bin ich echt froh, dass ich das schon vorher gesehen hatte und schon mal Band 3 auch mitbestellt hatte. Und ja, jetzt der Plan. Ich gehe jetzt mal zur DM und wir sehen uns gleich, hoffentlich mit guten Passbildern. 1 hour later. Und ich bin wieder zu Hause und vielleicht hört ihr auch die Baustellengeräusche, denn ja, die Baustelle ist auch wie jeden Tag immer aktiv. Aber die Passbilder sind gemacht und ich finde, sie sehen eigentlich ganz okay aus. Passbilder sehen nie super aus, aber ich finde, die gehen. Und der Plan jetzt ist, ich werde mir jetzt noch kurz was durchlesen, was meine Teampartnerin vom Mooting mir geschickt hat. Also es ist so, in diesem Mooting-Wettkampf sind wir ein großes Team und wir müssen beide Fallseiten vorbereiten, aber wir haben uns eben aufgeteilt und wir beide machen zusammen die Verteidigung. Und sie hatte mir das geschickt und hat halt gefragt, ob ich einmal kurz noch drüber schauen kann. Deswegen schicke ich ihr gleich noch ein bisschen Feedback, falls ich irgendwas sehe, was mir auffällt. Aber sie ist also mega, mega schlau, deswegen bezweifle ich es, dass ich da noch irgendwie was finde. Aber ja, das werde ich jetzt noch kurz machen und um 10 setzen wir uns dann zusammen und werden einmal unseren Teil durchspielen, also gucken halt, ob es mit der Zeit passt und so. Und morgen treffen wir uns dann im großen Team und dann hören wir beide Seiten und kriegen halt auch Feedback von den anderen. Und so bereiten wir uns halt darauf vor, wenn wir das dann eben mit einem fremden Team machen müssen. Und genau, das ist der Plan erstmal für den Vormittag. Und heute Nachmittag habe ich noch eine 5 Stunden Live Study with Me Session. Und ja,
Vielleicht schaffe ich es zwischen den beiden Dingen noch ein bisschen zu lesen. Wäre ja schön. Dann der Cliffhanger von dem zweiten Buch. Nein, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich bin gerade ein bisschen süchtig nach dieser Buchserie, okay? Don't judge me. Aber ja, jetzt ist es erstmal Zeit, mich ranzusetzen fürs Mooting. Many hours later. Hallo meine Lieben, einige Zeit ist vergangen. Ich musste auch mein Outfit wechseln, weil ich habe mich natürlich erstmal bekleckert beim Mittagessen. Aber ja, jetzt ist es kurz vor 1 und das heißt, es ist gleich Zeit für meine Study With Me Session. Ich habe meinen Stream hier auch schon eingestellt. Das heißt, ich muss gleich einfach nur noch auf Go Live auf meinem Handy klicken. Und genau, dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mich mit meiner mutigen Partnerin unterhalten. Wir hatten einen wirklich guten Durchgang durch unsere beiden Teile. Und dann morgen haben wir ja nochmal ein Treffen mit dem ganzen Team und dann kriegen wir nochmal Feedback von allen. Und genau, jetzt ist es erstmal Zeit für eine 5 Stunden Live Study With Me Session. Also ja, let's go! Die Live Study With Me Sessions finden auf meinem YouTube-Kanal statt und ich veröffentliche die Zeiten für die kommende Woche immer auf meinem Instagram und im Community-Tab von meinem Kanal. Und so sieht das Ganze dann aus, einfach ich an meinem Schreibtisch, wie ich lerne. Und der Sinn von diesen Sessions ist, dass man einfach dazukommen kann, wenn man im Moment auch zu Hause alleine lernt, damit man nicht ganz so einsam dabei ist. Und ich bin fertig, es ist jetzt 18 Uhr, ich habe meinen Livestream beendet und in der Zeit habe ich mich einmal durch meinen Online-Kurs über die Europäische Menschenrechtskonvention geklickt. Da wird immer eine Einheit pro Woche freigeschaltet. Es gibt so kleine Fragen zwischendrin und man macht halt einfach seine Notizen, während man sich da durchklickt. Danach habe ich ein bisschen was recherchiert für Völkerrecht. Also wir haben da so eine Konversationsübung, die ich ja gestern hatte. Und der Professor hatte was angesprochen, was mich voll interessiert hat. Aber ich habe irgendwie nichts zu dieser Argumentation gefunden. Ich habe sogar meine Bibel des Völkerrechts rausgeholt. Das ist dieses Buch. Also es ist wirklich mega, mega nützlich. Und halt auch wirklich sehr ausführlich, aber auch darin habe ich es nicht gefunden. Deswegen habe ich es meinem Prof geemailt, so, könnten Sie mir sagen, wo ich so gucken könnte, weil mich das einfach interessiert hatte, das Argument, ich fand es ziemlich cool. Und dann habe ich auch noch ein bisschen an dem Discord-Server gearbeitet und er ist fertig. Ich freue mich so. Der Server ist ready. Er heißt Elena and Friends. Es wird dort einen Buchclub geben und noch ein paar andere coole Sachen. Genau, also wenn ihr beitreten wollt, der Link ist in der Infobox. Und ja, es soll einfach ein cooler Ort sein, wo wir einfach ein bisschen gemeinsam quatschen können und ja, wo man sich auch ein bisschen kennenlernen kann, wer ist so in der Community von mir. Und ja, ich hoffe einfach, dass es ein cooler Ort wird und genau. Das habe ich jetzt fertig gemacht. Den Link werde ich vermutlich morgen veröffentlichen. Heute ist ja Freitag, also wenn ihr das Video am Sonntag seht, ist der Server schon online. Und das letzte, was ich noch gemacht habe, ich habe noch ein bisschen in The Rule of Law gelesen. Das ist ein wirklich, wirklich super Buch. Und der Grund, warum ich das jetzt nochmal lese, ich habe schon mal in England gelesen, ist, ich habe mein Exemplar aus England nicht mehr hier. Und da waren alle meine Post-its und so drin. Und ich brauche es aber für einen Aufsatz, den ich schreibe. Und ich muss eben halt gucken, dass meine Fußnoten stimmen. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal relativ schnell durch. Einfach um rauszufinden, wo er welches Thema nochmal anspricht, damit ich das dann eben auch in meinem Aufsatz verwenden kann. Die Argumente kenne ich ja schon, deswegen kann ich da relativ gut schnell durchgehen. Und ja, jetzt ist es Zeit für Family Dinner, denn das machen wir jeden Freitag und wir haben Essen von Five Guys geholt, nicht gesponsert. Und ja, ich freue mich einfach voll. Ich mag den Burger von denen sehr gerne und genau. Damit ist zumindest die Arbeitswoche vorbei. Am Wochenende lerne ich immer ein bisschen weniger. Und ja, ich finde, es war ein ganz produktiver Tag. Ich bin zufrieden. Und es gab Pommes und auch einen Burger bei mir. Und das ist auch das Ende von diesem Vlog. Ein Tschüss von mir und meiner Mama und ihrem Partner. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal mich auf Deutsch zu hören. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss!